Der Stubaier Gletscher ist ein Gletscherkomplex bestehend aus 5 Fernern. Davon wird der große Daunenkugelferner am gleichnamigen Berg sowie die 2 kleineren Geisker und Windach-Ferner, welche sich an der Schaufelspitze befinden, für Skifahrer durch Gletscherschlepplifte erschlossen. Jedoch ist das Skigebiet an jedem Gletscherkomplex eines der wenigen in Österreich, in welchem Gletscher auch mit größeren Anlagen auf dem Gletschereis erschlossen werden. So verlaufen auf dem Eisjoch-Ferner, einem großen Gletscher zwischen Eisgrat und Schaufelspitz und damit zentral am Knotenpunkt des Skigebiets, neben einem Schlepper sowohl eine kuppelbare 6er-Sesselbahn als auch eine kuppelbare 8er-Gondelbahn auf dem Eis. Der letzte Gletscher, der Fernau-Ferner, liegt versteckt hinter dem Massiv der Schaufelspitz und ist wegen der Lage meist erst ab Spätherbst geöffnet. Die Pisten des Ferners werden jedoch ebenfalls mit einer 6er-Sesselbahn auf Gletschereis bedient, der Sesselbahn Fernau. Als man Anfang der 1970er Jahre den Stubaier Gletscher mit der Eisgratbahn erschließt, bindet man zuerst einzig den bis zum Gamsgarten reichenden Eisjoch-Ferner pistentechnisch an. Ein Schlepplift erschloss ab 1974 den Ferner auf ganzer Länge. Im Folgejahr wird dann der Fernau-Ferner in Angriff genommen. 2 Sektionen Schlepplift werden 1975 von Doppelmayr errichtet und führen von der Mittelstation der Eisgratbahn bis an den Pfaffengrat. Die erste Sektion ist ein typischer 0815 Schlepplift mit einer Länge von 930 Metern, der Talstation auf 2320 Metern Höhe, der Bergstation auf 2600 Metern Höhe. Die zweite Sektion hingegen war schon deutlich interessanter. Allein die Länge von etwa 2 Kilometern war beeindruckend, jedoch besaß der Gletscherschlepplift zudem eine Zwirbelkurve, um die verschachtelte Geländekammer des Gletschers zu erschließen. Während die erste Sektion des Schlepplifts bis heute besteht, wich die zweite Sektion im Jahr 2000 der heutigen 6er-Sesselbahn. Die neue Fernaubahn war eine der letzten Seilbahnen Österreichs, bei welcher Doppelmayrs Uni-Stationssystem zum Einsatz kommt. Zudem setzt Doppelmayr letztmalig Fahrbetriebsmittel des Typs DM6E95 mit Haube ein. Die Talstation liegt neben der Bergstation der ersten Sektion. Hier liegt der Antrieb und die Garage der Sessel. Die Station hat die klassische Uni-Stationsverkleidung, welche in dunkelblau daherkommt. Wie auch bei der 2 Jahre älteren Eisjochbahn muss die Strecke über das ewige Eis geführt werden, wobei von ewig wohl kaum die Rede sein kann. Eine Fahrt mit der Sesselbahn veranschaulicht den Gletscherrückgang, welcher am Fernau-Ferner wohl am deutlichsten zu erkennen ist. Das große K ist Zeuge von einem einst riesigen Gletscher, welcher heute kaum noch als solcher zu erkennen ist. Die Gletscherstützen der Sesselbahn liegen heute zu Teilen auf festem Boden und haben dort ein klassisches Fundament. Nach fast 7 Minuten Gletscherfriedhof kommt man an der Bergstation auf 3063 Metern Höhe an. Die Stationstechnik ist hier in einem Blechhäuschen auf dem Pfaffengrat verbaut, hier wird auch das Förderseil abgespannt. Die Sesselbahn vom Fernau-Ferner ist allerdings nicht die einzige Anlage, welche auf dem Pfaffengrat endet. Um den Gaiska-Ferner mit dem Fernau-Ferner zu verbinden, wurde 1999 eine kurze Doppelsesselbahn von Leitner errichtet. Diese hat ihre Talstation am unteren Ende des Gaiska-Ferners, nahe des gleichnamigen Schleppliftes. Die Strecke der Sesselbahn ist gerade einmal 323 Meter lang, überwindet von 2918 auf 3060 Meter dank steiler Trasse jedoch beachtliche 142 Höhenmeter. Eine Fahrt dauert bei einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde knapp 2,5 Minuten. Wie auch bei der Fernaubahn liegt der Antrieb in der Talstation, während die Bergstation der Förderseilabspannung dient